Nun erzähl mal, wie geht's deinem Mann? Seid ihr immer noch so glücklich, ihr beiden? Wie am ersten Tag. Oh. Florian, ich will dich unbedingt dabei haben. Du bist sowas wie ein Bruder für mich. Außerdem könnte es meine letzte Reise sein. So, und was gibt's jetzt so Wichtiges? Ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie um 5 Millionen Mark reicher sind. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen? Aber nein, ganz und gar nicht. Hören Sie, das muss alles ein großes Missverständnis sein. Ja. Ich meine, wer sollte uns denn so viel Geld vererben wollen? Mein Mandant natürlich. Ja, ich handle ja in seinem Auftrag. Ah ja, und wer ist dieser Mandant? Oh ja, entschuldigen Sie. Das Erbe verdanken Sie Senior Grollmann. Fernando Grollmann. Wer zum Teufel ist das? Wir kennen diesen Mann nicht. Das ist alles ein Witz, oder? Nein, das ist es nicht. Und damit Sie mir endlich Glauben schenken. Hier. Das ist der Erbvertrag. Wenn ich Ihre Identität überprüft habe und Sie unterschrieben haben, bin ich befugt, Ihnen den ersten Teil Ihres Erbes auszuhändigen. Wow. An dieses Erbe ist allerdings eine Bedingung geknüpft. Ja, das habe ich mir gedacht. Klar, das wäre ja auch zu schön gewesen. Also, was wollen Sie? Um die volle Höhe der Erbschaft zu erhalten, verpflichten Sie sich, diese 500.000 Mark innerhalb von 6 Monaten zu verdoppeln. Ja, und wenn wir das nicht schaffen? Dann bekommen Sie die 5 Millionen nicht, ganz einfach. Und die 500.000? Können wir die trotzdem behalten? Selbstverständlich. Nicht. Jetzt freu dich gefälligst. Morgen um die Zeit sind wir schon on Tour. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Davon werde ich auch nicht gesund. Ja, ich mache mir einfach tierisch Sorgen um dich. Verstehst du das nicht? Florian, das Thema ist ja wohl durch. Für dich vielleicht, aber doch nicht für mich. Mach dir keinen Kopf, du kannst eh nichts dran ändern. Du bist mein Freund. Wir wussten doch alle, dass es früher oder später so weit kommen wird. Ja, aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob jemand HIV-positiv ist oder AIDS hat. Hey, ich habe ein einziges Sarkom, das ist alles. Ich bin topfit. Du tust ja so, als wäre ich schon todkrank. Es kommt noch früh genug. Und jetzt lass uns bitte über was anderes reden. Zum Beispiel darüber, wo wir überall hinfahren werden. Wie weit willst du denn kommen, wenn ich dabei bin? Amerika, Australien, egal. Wieso fragst du? Ich habe nicht mal einen richtigen Pass. Was ist, wenn sie uns an irgendeiner Grenze kontrollieren? Dann hängst du mit drin und das möchte ich nicht. Soll das jetzt heißen, du willst doch nicht mehr mitkommen? Ey, das kannst du vergessen. Du hast mir versprochen, Arno anzurufen, sobald du über die Grenze bist. Ja, das stimmt. Also, denk dran. Es könnte meine letzte Reise sein. Okay, ich bin dabei. Was die Kontrollen angeht, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Ich habe da schon eine Idee, okay? Also, dann darf ich noch mal zusammenfassen. Falls es Ihnen nicht gelingt, diese 500.000 Mark innerhalb des genannten Zeitraums zu verdoppeln, da bekommen Sie auch keine 5 Millionen. Ja, Danke. das ist klar. Und wenn wir bei unseren Geschäften Verluste machen? Ja, dann müssen Sie die selbstverständlich nicht zurückzahlen. Also, Ihr Risiko ist gleich 0. Sie können nur gewinnen. Also, ich weiß nicht. Woher kennt dieser Senior Grollmann uns eigentlich? Ist er verwandt mit uns? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also, der letzte Auftrag meines Mandanten lautete, die Enkelsöhne von Erna Prozesski ausfindig zu machen.
um Ihnen dieses Angebot zu unterbreiten. Na gut, wir überlegen es uns. Schön. Wenn Sie dann hier noch den Erhalt von den 500.000 Mark in dem Koffer bestätigen würden. Bitte. Hier. So. Vielen Dank. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Rufen Sie mich an, sobald Sie sich entschieden haben. Ja, danke. Wiedersehen. Dann können wir die restlichen Einzelheiten klären. Ich bringe Sie noch zur Tür. Kannst du mir vielleicht erklären, was hier gerade passiert ist? Nicht genau. Erst habe ich gedacht, er verarscht uns hier von vorn bis hinten. Aber zum Schluss hat er doch gesagt, die Enkelsöhne von Erna Prozeski. Ja. Also muss das Ganze irgendwas mit Oma zu tun haben. Ich glaube, die ist tot. Mhm. Aber es gibt eine Person, die vielleicht was drüber weiß. Hm? Komm. Jetzt starre doch nicht die ganze Zeit darüber. Wieso? Die sehen uns doch nicht. Also das sieht ganz so aus, als hätten die früher schon mal was miteinander gehabt. Ach was, die kennen sich seit Urzeiten. Es war nie mehr als alte Bekannte. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht hat diese Yvonne ja spitz gekriegt, dass du nicht mehr mit Christoph zusammen bist. Also jetzt guck dir das an. Was denn? Das ist doch wirklich unglaublich. Die baggert den voll an, diese alte Schnecke. Das ist aber gut. Ist doch wahr. Also so groß scheint sein Liebeskummer ja nicht zu sein. Sonst hätte er ja nicht so schnell wieder was Neues gehabt. Also erstens wissen wir gar nicht, warum die beiden sich hier treffen. Ich ahne es. Und zweitens kann Christoph tun und lassen, was er will. Ja, aber doch nicht mit dieser Tutti da. Also am liebsten würde ich zu Christoph hingehen und ihm sagen, wie beschissen ich sein Verhalten finde. Untersteh dich, uns vor allen Leuten hier lächerlich zu machen. Das hat mir gerade noch Also was Christoph hier macht und mit wem er sich trifft, das geht uns überhaupt nichts an. Hast du gehört? Ja, ich bin ja nicht taub. Brauchst du diese Kanne auch? Nee, die ist undicht. Ich habe eine andere. Hi, gut, dass ihr zusammenräumt. Wir brauchen nicht Platz im Bus. Ja, wie? Was soll denn das heißen? Ich fahr doch mit. Echt? Ey, finde ich cool. Dann ist ja alles wieder klar. Das ist nicht schlecht. Aber nicht, dass du uns auf die Idee kommst und diese Nummer fährst, wie lasse ich einen Bus explodieren? Nee, keine Sorge. Ja, dann lasst uns doch mal einen Zahn zulegen, Leute, damit wir morgen losfahren können. Morgen schon. Ja, sobald wir nämlich im Ausland sind, kann der Florian endlich Arno anrufen. Genau. Je eher er davon erfährt, desto besser. Aber wir haben das Problem mit der Grenze noch nicht gelöst. Doch, haben wir. Aha. Hier. Sobald wir in irgendeine Kontrolle kommen, verziehst du dich einfach unter die Schlafgrube. Schönen Tag noch. Danke. Barbara! Hallo. Guten Tag. Ihr kennt euch ja. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie schön. Tja, wie es manchmal so geht. Ich muss weiter. Wiedersehen. 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 So ein Zufall. Als hätte sie gewusst, dass wir hier sind. Dir geht eure Trennung immer noch sehr nahe, stimmt's? Lass uns von was anderem reden. Wie geht's dir beruflich? Grohlmann. Fernando, sagt ihr? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Klingt irgendwie spanisch, finde ich. Ich glaube, jetzt habe ich's. Und? Ja, wer ist es? Wenn ich mich recht erinnere, hatte Mutter mal einen Verehrer namens Grohlmann. Ja, und was war mit dem? Nur eine harmlose Jugendliebe. Allerdings hieß dieser Mann damals Ferdinand und ja, der ist dann nach Südamerika ausgewandert. Ich glaube, das war nach dem Krieg. Vielleicht hat er dort seinen Vornamen geändert.
Durchaus möglich. Hat Oma ihn noch mal wiedergesehen? Ja, noch einmal. Er war in der Zwischenzeit steinreich geworden und auf Geschäftsreise in Deutschland. Aber da wart ihr beide noch ganz klein. Dann kennt er uns also. Ja, er war sogar ziemlich vernarrt in euch. Hatte nämlich selbst keine Kinder. So langsam macht die ganze Sache Sinn. Mensch, Nick, du, ich glaube, die Geschichte ist wasserdicht. Würdet ihr mich freundlicherweise mal einweihen? Gerne. Was ist eigentlich los mit dir? Nichts. Und warum hast du dann den ganzen Weg über kein Wort gesagt? Nur so, ich bin halt müde. Das glaube ich dir nicht. Eure Abreise. Das geht plötzlich alles so schnell. Frank kommt irgendwann wieder. Spätestens, wenn er kein Geld mehr hat. Aber Ramon? Wer weiß, was ihm passiert. Vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Naja, dann du. Was ist mit mir? Du wirst mir fehlen. Warte erst mal ab. Ich meine, zweimal war ich schon fast weg und zweimal war ich Ping-Pong wieder da. Nein, diesmal ist es anders. Und außerdem, so schnell kannst du doch gar nicht wiederkommen. Gehen wir schlafen. Es ist schon spät. Wenn du lieber allein sein möchtest, ich kann auch gern woanders pennen. Ach, was Blödsinn. Wer weiß, wann du das nächste Mal den Luxus von 4 Wänden und einem Dach über dem Kopf hast. Es ist wirklich schön, mal wieder auf Friedenau zu sein. Ja, warum kommst du nicht öfter her? Ach, das würde ich gerne, aber seitdem ich nicht mehr in Düsseldorf wohne. Ja, dann musst du eben ein Geschäft wieder in Düsseldorf eröffnen. Es gibt auch hier Liebhaber für deine Antiquitäten. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber für heute werde ich mich erst mal verabschieden. Aber vorher trinken wir noch ein Glas, ja? Um Himmels Willen. Komme ich morgen überhaupt nicht mehr hoch. Möchtest du noch was essen? Ein kleines Nachtmahl vielleicht? Sehr lieb von dir, aber danke, nein. Es war ein wunderschöner, allerdings auch anstrengender Tag und ich bin einfach müde. Gut, ich bringe dich noch nach draußen. Was ist? Ein Knopf, weiter nichts. Komm. Ich möchte dir noch mal ganz herzlich für heute danken. Es waren rundum schöne Stunden mit dir. Sehen wir uns morgen? Mal schauen. Ich rufe dich an. Gut. Schläfst du schon? Und du? Kann ich dich sonst fragen? Ja. Also ich bin hellwach. Ich auch. Wollen wir es mal mit Schafe zählen probieren? Schon versucht. Das klappt nicht. Okay. Es war einmal ein kleines Murmeltier. Das wollte unbedingt nach Amerika, weil es hier immer so regnete. Also macht es sich auf den Weg. Aber in Amerika regnete es noch viel mehr. Also beschloss das kleine Murmeltier, umzukehren und lief wieder nach Hause zurück. Naja, so ein bisschen ausgeschmückt hätte ich die Geschichte jetzt schon noch. Das hätte mir beim Einschlafen auch nicht geholfen. Und das? Schon eher? Wer kann das denn sein? Ja, offensichtlich jemand, der es sehr eilig hat. Die Zeit. Du? Darf ich reinkommen? Nein. Barbara, bitte nur einen Augenblick. Nein, bitte geh. Lass mich doch kurz was sagen. Nein,
Mein Gott, Nils, verstehst du es denn nicht? Mama hat keine Lust, mit dir zu sprechen. Barbara, ich muss mit dir reden. Aber allein. Also gut, würdest du uns bitte eine Minute alleine lassen? Oh Mann. Du hast eine Minute, also. Ich habe Christoph mit einer anderen Frau gesehen. Ist das alles? Ja, verstehst du denn? Ich hatte eine neue. Stell dir vor, ich kenne sie sogar. Geht das dich oder mich irgendwas an? Ja, aber ich meine, das verändert doch alles. Nein, da irrst du dich. Nils, es ist aus zwischen uns. Endgültig. Egal, wie viele Frauen Christoph auch haben mag. Barbara, bitte versteh doch... Nein, bitte, Nils. Es ist aus zwischen uns. Versteh das bitte jetzt mal. Barbara! Raus! Barbara! Ich lieb dich doch! Barbara! Geh bitte! Barbara! Vor. Hoppla. So. Jetzt. Mann, Nick. Hier. Mach auf. So, du musst spüren, erspüren, was das ist. Na? Das ist Papier. Fühlt sich an wie... Ja, Geld. Spielgeld? Fast. Echtes Geld? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Mann, ich fass es nicht. Wo habt ihr das her? Banküberfall. Was? Nein, wir haben geerbt. Nee, das glaube ich euch nicht. Nick, jetzt sag mir bitte, wo ihr das her habt. Tja, das ist die Wahrheit. Du bist jetzt die Freundin eines reichen Mannes. Nicht! So, pass auf, nicht Bitte nicht! Komm, ich kann eh nicht mehr. Na okay, einmal lasse ich noch Gnade walten. Gut. Warte mal. Hallo. Weißt du, so ähnlich stelle ich mir Kanada vor. Möchtest du da gerne mal hinfahren? Ja, eigentlich schon. Obwohl ich im Moment auch ganz glücklich bin, so. Hier mit dir. Ach, auf deiner Reise lernst du bestimmt viele nette junge Leute kennen. Du meinst andere Mädchen? Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Das ist für dich. Hast du nicht noch eine Verabredung mit Ramon? Ja. Dann sollten wir uns jetzt beeilen. Ihr wolltet doch heute Nachmittag abfahren. Also ich verstehe nicht, warum Nils sich nicht an eure Absprache hält. Wieso lässt er dich nicht einfach in Ruhe? Er liebt mich. Er kann sich nicht von mir lösen. Mama, du überlegst doch jetzt nicht im Ernst, ob deine Entscheidung, dich von ihm zu trennen, richtig war. Nein, natürlich nicht, auf keinen Fall. Zwischen Nils und mir ist es endgültig aus. Ich kann nicht mit einem Menschen zusammenleben, der so mein Vertrauen missbraucht. Mein ganzes Leben ist zerstört. Ich stehe vor einem Trümmerhaufen. Das ist auch wegen Christoph, stimmt's? Du liebst ihn immer noch, oder? Du kannst es doch ruhig zugeben. Ich traue mich nicht mehr. Dieses ganze Hin und Her, das nimmt mir doch keiner mehr ab. Aber wenn du Christoph liebst, dann kämpf um ihn. Das ist besser gesagt als getan. Ich glaube kaum, dass ich Christoph auf diese Weise zurückgewinnen kann. Ja, aber irgendwas musst du machen, sonst ist er weg. Ich weiß. Entschuldigung, aber würdest du was ausmachen, wenn... Was? Ach so, klar. Hast du deine Sachen schon gepackt? Noch nicht. Ja, dann wird's aber langsam Zeit, oder hast du keine Lust mehr mitzukommen?
Na klar doch. Wie kommst du darauf? Ja, weil du nicht gerade so aussiehst, als hättest du heute noch was vor. Ramon? Ja? Hast du dich schon mal in jemanden verliebt, den du schon was länger kennst? Wer ist es? Nein, warte. Ich kann's mir denken. Fängt ihr Vorname mit B an? Einen günstigeren Zeitpunkt hättest du dir nicht aussuchen können. Na, ich dachte, wir sind einfach nur gute Kumpel, Bastiano und ich. Und dann ist es plötzlich passiert. Ja, und jetzt? Ich denke, ihr geht's genauso. Was heißt das? Hat sie nicht gesagt. Aber du hast es ihr gesagt. Nein, na, wir waren immer gerade so dabei und dann... Aber geküsst hast du sie wenigstens schon mal. Ja. Na, immerhin etwas. Ja, was ist los mit dir? Mach die Bremse los und ab. Du meinst, ich soll... Ja, sicher. Geh zu ihr und sag ihr, dass du total verknallt in sie bist. Lebe wild und gefährlich. Das Leben ist viel zu kurz, um es zu verplempern. Jetzt muss ich aber erst mal zu meinem Fototermin. Im Gegensatz zu euch beiden muss ich mir nämlich mein Geld erst noch verdienen. Tja. Also, ciao. Tschüss. Tschüss. Oh. Köstlich. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir suchen uns eine richtig geile Wohnung. Mit allem drum und dran. Also, ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal eine Börsenzeitschrift kaufen. Denn wenn wir das Geld nicht verdoppelt kriegen, dann haben wir überhaupt nichts von dem Ganzen. Da hast du natürlich recht. Wobei ich keine Ahnung habe, wie wir das anstellen sollen. Wir könnten Aktien kaufen. Aha, gute Idee. Und welche? Das weiß ich auch nicht. Noch nicht. Aber ich werde mich schlau machen. Ah, mein kleiner Bruder, ein Broker. Jemand muss sich schließlich um die Finanzen kümmern, ne? Bist du sicher, dass du dein Geld nicht zum Fenster rauswirfst? In bestimmte Dinge muss man eben investieren. Na ja, da wüsste ich lohnender Objekte als deinen kleinen Neffen. So. Mich zum Beispiel. Wie wär's mit einer kleinen Entschädigung für Pavlos? Ach, Liebes, wenn ich anfangen würde, dir Geld zu bezahlen für all die Männer, die du dir ausspannen lässt, da wäre ich ja morgen bettelarm. Und wenn du Uli das Geld in den Rachen wirfst, trifft dich das gleiche Schicksal. Nicht ganz. Uli ist intelligent. Der wird was aus dem Geld machen. Ja, aber ich verstehe nicht, wieso du Nick mit einbeziehst. Weshalb inszenierst du diese ganze Geschichte mit Erbonkel Südamerika und tralala? Weil Uli im Moment wie eine Klette an seinem Bruder hängt. Ja, und? Ja, aber wenn er erst mal Erfolg hat, dann habe ich ihn da, wo ich ihn will. Nämlich bei mir als Geschäftspartner. Und vielleicht mache ich ja eines Tages so eine Art Kronprinz aus ihm. Hi. Schön, dass du da bist. Ich muss dir unbedingt was sagen. Bastiane, ich habe mich total in dich verliebt. Da liegen deine Sachen, die ich dir zusammengepackt habe. Und wenn du willst, kannst du ja auch meinen Schlafsack mitnehmen. Ja. Und jetzt geh, bitte. Geh endlich!